Steuernachzahlungen und Steuervorauszahlungen. Darum geht es in diesem Video. Es gibt jährlich Millionen von Menschen, die freuen sich über eine fette Steuererstattung. Es gibt aber auf der anderen Seite auch einige oder viele, die Steuern nachzahlen müssen. Immer mehr betroffen davon sind die Rentner, die regelmäßig Steuern nachzahlen müssen. Ist die Nachzahlung in einer gewissen Höhe, also in der Regel sagt man, wenn es mehr wie 400 € Nachzahlungen sind, dann werden für das Folgejahr Vorauszahlungen festgesetzt. Wie es damit lang geht und was es auf sich hat, warum Steuervorauszahlungen, das erfahren Sie in diesem Video. Bleiben Sie dran, sichern Sie sich auch hier unter diesem Video den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Viel Spaß, wir sehen uns gleich. Mit Erhalt des Steuerbescheides erfahren Sie, ob Sie eine Steuererstattung bekommen oder eine Nachzahlung leisten müssen. Für Nachzahlungen haben Sie 1 Monat Zeit. Ist aus Ihrer Sicht die Nachzahlung nicht gerechtfertigt, zum Beispiel weil das Finanzamt etwas vergessen hat oder übersehen hat, es kommt alles mal vor, müssen Sie trotzdem erst einmal zahlen. Es sei denn, Sie schreiben einen Einspruch und stellen im Einspruchschreiben gleichzeitig einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung. Der Einspruch allein schützt Sie nicht vor den Säumniszuschlägen. Ist die Nachzahlung ja wegen nicht nur vorübergehender Änderung Ihrer Einkommensverhältnisse relativ hoch, dann werden Vorauszahlungen festgesetzt. Also Vorauszahlungen werden festgesetzt für die Einkommensteuer, für den Solidaritätszuschlag und für die Kirchensteuer. Die Steuervorauszahlungen werden natürlich für das betreffende Jahr später angerechnet. Warum werden Vorauszahlungen festgesetzt? Hier nochmal Vorauszahlungen, also für die Einkommensteuer, für den Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls auch für die Kirchensteuer. Angestellten wird jeden Monat die Lohnsteuer abgezogen und an das Finanzamt abgeführt. Somit hat das Finanzamt jeden Monat also frisches Geld, mit dem es arbeiten kann. Bei den Rentnern über den Grundfreibetrag, bei Vermietern mit Einkünften, bei Selbstständigen, also Freiberuflern und Gewerbetreibenden und noch einigen anderen wird monatlich keine Steuer einbehalten. Das führt dann auf der einen Seite zu Steuernachzahlungen, auf der anderen Seite aber bekommt der Staat von diesem Personenkreis im Laufe des Jahres keine Steuern und müsste dann sehr lange warten. Damit für die künftigen Jahre nicht immer eine so hohe Steuernachzahlung anfällt, setzt das Finanzamt Vorauszahlungen fest. Andererseits muss der Staat nicht so lange auf sein Geld warten und setzt diese Voraussetzungen vierteljährlich fest. Die Termine sind jeweils der 10. März, 10. Juni, 10. September, 10. Dezember, also immer der 10. im letzten Monat des Quartals. Es muss jeweils 1/4 der voraussichtlichen Steuerschuld an das Finanzamt abgeführt werden. Im Vorauszahlungsbescheid werden die Vorauszahlungen für das laufende Jahr festgesetzt und ziemlich unscheinbar darunter für das folgende und weitere Jahre, so lange, bis kein neuer Bescheid ergeht, steht dann so schön in den Erläuterungen. Und das wird sehr, sehr oft übersehen. Aus diesem Grunde empfehle ich Ihnen immer, dass Sie die Steuernachzahlungen oder Vorauszahlungen abbuchen lassen. Erteilen Sie ein SEPA-Lastschriftmandat, um Säumniszuschläge zu vermeiden. Die Verfahrensweise der Finanzämter bei der Festsetzung der Vorauszahlung ist unterschiedlich. Also in der Regel werden sie für das folgende und darauf folgende Jahr direkt im Steuerbescheid festgesetzt. Manchmal steht auch nur die Vorauszahlung für das folgende Jahr und ganz unscheinbar darunter steht dann und alle folgenden Jahre. Und das hatte ich schon erwähnt, das wird natürlich sehr schnell übersehen. Ganz selten habe ich es auch schon erlebt, dass ein Finanzamt einen gesonderten Bescheid über die Vorauszahlungen erstellt und Ihnen zuschickt. Man muss da schon sehr genau hinschauen.
Die Besteuerungsgrundlagen für die Vorauszahlungen sind detailliert und wirklich nachvollziehbar im Steuerbescheid aufgeführt. Vorauszahlungen werden in der Regel festgesetzt, wenn sie mindestens 400 € für das Jahr betragen, und da sie vierteljährlich bezahlt werden müssen, sind es also mindestens 100 € pro Quartal. Nachzahlungen und Vorauszahlungen können per Banküberweisung geleistet werden, und noch ist auch die Übergabe vom Bargeld bei der Finanzkasse möglich oder auch die Übersendung eines Schecks. Ich empfehle jedem, wirklich jedem, eine SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Damit sind Sie wirklich auf der sicheren Seite. Ich habe dem Finanzamt sowohl für meine Einkommensteuervorauszahlungen als auch für die vierteljährlichen Umsatzsteuervoranmeldungen jeweils ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt und hatte damit wirklich noch nie Probleme. Ihr Vorteil: Wenn Sie dem Finanzamt ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, gilt die Steuerzahlung immer als am Fälligkeitstag und damit rechtzeitig geleistet, auch wenn das Finanzamt verspätet abbucht. Bei Überweisung oder Einzahlung auf das Konto des Finanzamts gibt es eine Zahlungsschonfrist von 3 Kalendertagen. Für Bareinzahlungen bei der Finanzkasse oder Zahlung per Scheck gibt es keine Schonfrist. Wenn Sie zu spät zahlen, beträgt der Säumniszuschlag für jeden angefangenen Monat 1% des auf den nächsten durch 50 teilbaren abgerundeten Steuerbetrages. Mal ein Beispiel: also Sie müssen 830 € Steuern nachzahlen, meinetwegen bis zum 10.9. Sie zahlen erst am 20.10. 830 € werden abgerundet auf 800 €, also der nächste abgerundete durch 50 € teilbare Steuerbetrag, und von den 800 € werden dann 2% berechnet. Einmal ist der September der angefangene Monat, weil die erst im Oktober zahlen, ist es ein zweiter angefangener Monat. Das macht also 2% von diesen 800 €, macht einen Säumniszuschlag von 16 €. Ja, meine Empfehlung, wie gesagt, erteilen Sie ein SEPA-Lastschriftmandat oder zahlen Sie immer Ihre Steuern pünktlich. Die Säumniszuschläge, die haben es wirklich in sich und können sich sehr, sehr schnell summieren. Das war's in diesem Video, und wenn Sie Fragen haben oder Hinweise, Kommentare, schreiben Sie es unter dem Video in den Kommentaren, lassen Sie es mich wissen. So, das war jetzt mal ein kleiner Exkurs in das Thema Steuernachzahlungen und Steuervorauszahlungen. Ich hoffe, ich konnte bei Ihnen für etwas Klarheit sorgen. Und ja, Sie wissen in Zukunft Bescheid, warum es sinnvoll ist, diese Steuervorauszahlungen vierteljährlich zu leisten. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, Ihre Jutta Martin.